Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es ist mal wieder soweit. Es ist wieder Zeit fürs Ostergebäck und heute zeige ich euch meine süßen Quarkhasen aus Quarkölteig. Sie sind super lecker, sehr weich und fluffig und werden ganz ohne Hefe gemacht und sie kann auch wirklich jeder nachbacken, auch die, die überhaupt keine Erfahrung haben. Und wir starten auch sofort mit dem Rezept, los geht's. Für die Quarkhasen nehme ich 500 Gramm Quark, eine gute Prise Salz, 150 Gramm Zucker, 8 Gramm Vanillezucker, 75 Gramm Milch, 85 Gramm Sonnenblumenöl und 2 Eier. Mein Quark hat 20% Fett, ihr könnt aber auch Magerquark verwenden, wenn ihr wollt. Ich persönlich backe nie mit Magerquark. Diese Zutaten vermische ich miteinander, das geht auch ganz gut mit den Knethaken eines Handmixers. Dann vermische ich 600 Gramm Mehl und 24 Gramm Backpulver. Das sind 1,5 Päckchen und siebe dann die Mischung auf die Quarkmasse. Und dann verarbeite ich alles zu einem Teig. Sollte euer Teig zu doll kleben, könnt ihr noch etwas Mehl hinzufügen. Jedes Mehl ist ja anders. Ich habe noch 2 Handvoll Mehl gebraucht und ich habe ganz normales Standardmehl verwendet. Aus dieser Teigmenge könnt ihr ganz viele Häschen backen. Wie viele das sind, zeige ich euch noch am Ende des Videos und bei Bedarf könnt ihr einfach die Zutaten halbieren. Wenn ich mit meinem Teig fertig bin, lasse ich ihn nicht wirklich rasten. Ich mache die Arbeitsfläche sauber, schalte die Backöfen schon mal ein, hole das Nudelholz aus der Schublade und so weiter und so fort. Und dabei vergehen ungefähr 10 Minuten und dann lege ich auch schon los. Ich nehme meinen Teig aus der Schüssel, gebe ihn auf die Arbeitsfläche und rolle ihn dann 8 mm bis 1 cm dick aus. Die Arbeitsfläche habe ich mit etwas Mehl bestäubt. Da der ganze Teig sonst nicht ins Bild passen würde, habe ich nur die Hälfte ausgerollt, also wundert euch nicht. Dann steche ich die Häschen aus. Man kann natürlich auch andere Formen ausstechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Häschen und die Küken fand ich persönlich am besten. Die Ostereier fand ich überhaupt nicht gut, weil die Ostereier hinterher so eine ganz merkwürdige Form hatten. Für die Augen habe ich Rosinen genommen, backfeste Schokodrops gehen aber auch. Dann werden die Häschen mit der zerlassenen Butter eingepinselt und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft 12 bis 15 Minuten gebacken. Die Backzeit hängt natürlich vom Backofen ab. Mein Gebäck war 15 Minuten im Backofen. Die fertigen Häschen werden sofort, also noch heiß, mit flüssiger Butter eingepinselt und in Zucker gewälzt und erst dann lässt man sie abkühlen. Und so schön sehen sie dann aus. Sie sollten nicht zu dunkel sein und man sollte sie auch so schnell wie möglich mit Butter einpinseln, denn die werden echt schnell kalt. Am Ende hatte ich dann so viel Gebäck. Hier fehlen noch 8 hässliche Ostereier. Ich werde euch gleich nochmal zeigen, wie weich meine Häschen geworden sind. Um zu erfahren, wie lecker sie sind, müsst ihr sie einfach nachbacken. Ja, und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Likes, vielen Dank für die Kommentare. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende und sag auch schon mal Tschüss, bis dann!